Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen erkunden. Abonniere den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Endlich! Es geht los mit meinem Roadtrip. Vor circa 5 Wochen kam ich nach Jerewan und circa 4 Wochen ist es her, dass ich den Lader im Internet gefunden habe. Ich war jetzt über einen Monat hier in der Hauptstadt Armeniens und habe mich zusammen mit meinem Freund Tikram um die Instandsetzung des Laders gekümmert. In den Wochen habe ich keine Sehenswürdigkeit besucht, da ich diese vor 4 Jahren bereits mir angesehen habe. Die Blogposts verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Vielmehr waren die letzten Wochen immer wieder mit Zweifeln behaftet. Ich war noch nie mit einem Auto unterwegs. Dazu kommt, dass ich immer auf eine andere Person angewiesen bin. Ich konnte nicht einfach das Auto auf meinen Namen zulassen, benötigte für die Nutzung des Autos einen Eigentumsnachweis, also eine Bescheinigung eines Notars. Für diese Bescheinigung holte ich mir dann noch für die weiteren Länder ein Apostil beim Außenministerium in Jerewan, um an den Grenzen das Eigentum und die Benutzung nachzuweisen. All diese Unwegsamkeiten zerrten an meinen Nerven und belasteten mich. Ich war froh, dass ich im Hostel einen weiteren Langzeitreisegast aus Deutschland traf, mit dem ich hier viel Zeit totschlagen konnte. Danke, Jonas. Endlich, es geht los. Ich verlasse mein Zuhause, das Highland Hostel, morgens um 6. Ich bin mit einem russischen YouTuber verabredet, um ein paar Drohnenaufnahmen aufzunehmen. Ein paar Tage zuvor hatten wir uns bereits getroffen, um ein Video über meinen Lader-Roadtrip zu machen. Ich verlasse Jerewan am frühen Morgen und fahre erstmal in den Süden, zum Azad-Reservoir. Die Videos sind super geworden und von hier aus ging es dann Richtung Norden. Mein Tagesziel war Gumri. Azad-Reservoir ging es Richtung Norden an Jerewan vorbei. Ich war sehr verwundert, denn über die Hälfte des Weges war die Straße nagelneu und ließ sich super fahren. Allerdings gab es auch Strecken, die mir aufzeigten, was mich in der nächsten Zeit erwarten wird. Slalomfahren um Schlaglöcher. Als ich Gumri erreichte, fuhr ich zuerst zum Black Castle, da ich bei meiner Unterkunft noch nicht einchecken konnte. Dort angekommen, bemerkte ich schnell, dass ich Glück hatte, da dort gerade im Black Castle eine Probe einer Schülermusikgruppe stattfand.
bin jetzt in der Agricup Bakery und das ist ein super Projekt. Das macht ein Österreicher, hat das aufgezogen mit der Caritas zusammen. Und zwar arbeiten wir behinderte Menschen und es gibt total leckere Sachen. Ich habe schon Fotos gemacht. Ich habe es ja eben gegessen schon mal zum Mittag, aber ich glaube, ich muss einfach noch mal was essen. Also nach dem Spiel immer. Ja, wer nach Kunde kommt, sollte auf alle Fälle hier vorbeischauen und mal was zu essen, also Kaffee holen, was Leckeres zu essen, so Pastries. Ich zeige euch jetzt mal einfach so die Auswahl, was es gibt, und dann werde ich mir auch eins gönnen. How much is it? 250 grams. But for the tickets, go to this way. This way? Yes. Okay, merci. Jetzt werde ich mal für 250 Gramm, das sind ungefähr 40 Cent, mir eine Fahrkarte kaufen für dieses geniale alte Riesenrad. One for the Ferris Street. Merci. Kommen Sie Deutschland? Ja. Ja. Sehen Sie Deutsch? No, I speak English. English is good. I don't speak. How old is this? How old is this? The Ferris wheel? 40 years. 40 years. Diese Riesenräder hier in Osteuropa, die üben immer eine Faszination auf mich aus, und ich bin immer wieder erstaunt, dass diese Riesenräder überhaupt noch funktionieren und laufen. Ne? Bei uns würde das überhaupt nicht funktionieren. Allein hier, wenn man hier so das Kettchen sieht, wie die Sicherheitsbestimmungen sind, also das wird es bei uns überhaupt nicht geben, alles offen. Ja, aber ich habe die Runde überlebt und der Ausblick war super über Gorris, daher Daumen hoch, und jeder, der nach Gorris kommt, sollte das auf alle Fälle einmal machen, solange es diese alten Riesenräder noch gibt.
Ja, ich habe die Nacht gut in Gyumri verbracht. Ich habe ein super Gasthaus gefunden, super sauber, alles tippitoppi. Ich verlinke das auch mal in die Shownotes, falls jemand doch mal hierher kommt. Jetzt habe ich gefrühstückt und danach gehe ich jetzt oder bin jetzt auf dem Weg zum Museum der Illusionen. Da bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Ja, und danach geht es noch an eine Kirche, die ist ein bisschen außerhalb, so 13 Kilometer ungefähr. Die schaue ich mir noch an. Danach geht es wieder zurück. Dann werde ich hier Mittag essen. Gibt ein super Fischrestaurant, das wurde mir empfehlen von Freunden aus Yerevan. Und dann geht es nach Debit. Das ist dann meine vorerst letzte Station in Armenien, bevor es dann über die Grenze nach Georgien gehen wird. Ja, ich bin jetzt so circa 10 Minuten von diesem Zentralplatz unterwegs gewesen und jetzt bin ich hier direkt angekommen am Museum der Illusion und gehe mal rein und will mal schauen, was es alles so gibt. Ich bin gespannt. Ja, meine Schnürsenkel kann ich natürlich so viel besser schnüren, wenn meine Beine hier sind. Ja, ich bin jetzt gerade in Gyumri und besuche das Museum der Illusion. Oder ich habe es besucht. Jetzt war ein kurzes Fazit. Ich fand es wirklich sehr kurzweilig, interessant und ich war jetzt eine gute Stunde hier. Es ist ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde von der Innenstadt entfernt, zu Fuß. Wer hier ist, der sollte auf alle Fälle mal vorbeischauen. Es gibt viele Sachen zu sehen, viele Räume, man kann lustige Bilder machen und Videos. Und ja, komm nach Gyumri, schau hier mal vorbei. Also ich fand's toll. Das Fischrestaurant Cherkesy Dessert liegt zu Fuß vom Vartanan Square ca. 3 Kilometer entfernt. Wer dies nicht laufen möchte, der kann sich für ein paar Dram ein Taxi nehmen. Der Weg zum Gyumris Fischrestaurant Cherkesy Dessert lohnt sich jedoch, denn ich habe selten auf der Welt solch einen guten Fisch gegessen. Wer also einen wunderschönen Ort, etwas abseits der Innenstadt, wirklich sehr guten Fisch essen möchte, dem empfehle ich das Fischrestaurant. Fontaine war einst das Herzstück des Campus der Polytechnischen Universität in Gyumri. Der eiserne Brunnen wurde 1982 erbaut und war ganze 6 Jahre in Betrieb. 1988 gab es in Gyumri ein Erdbeben der Stärke 6,8. Das Erdbeben war so stark, dass die gesamten Gebäude der Polytechnischen Universität und die in der Umgebung dem Erdboden gleichgemacht wurden. Nur der Iron Fontaine blieb unbeschadet stehen. Allerdings ist er heute nicht mehr in Betrieb. Jetzt geht es für mich auf die letzte Etappe in Armenien, bevor ich nach Georgien fahre. In dem kleinen Ort Debit werde ich bei meiner Freundin Tat übernachten, die vor einigen Jahren von Frankfurt nach Armenien ausgewandert ist. Hier hat sie einen wunderbaren Ort der Erholung geschaffen. In ihrem Debit Life möchte ich 2 Tage ausspannen und die wunderbare Landschaft genießen. Freue dich auf die nächste Folge und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal. Um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke.